Weiter geht es mit einem besonders spannenden Modul. Wie lernt mein Mentee eigentlich im Mentoring? Was zeichnet das Lernen in so einem Mentoring-Prozess aus, beziehungsweise welche Lernprozesse liegen da ganz konkret dahinter? Und natürlich, wenn wir das wissen, wie können wir das eben verstärken, steuern? Ein sensationelles Modell, was wir immer wieder toll nutzen können, um uns im Mentoring bestimmte Dynamiken zu vergegenwärtigen, ist das Modell die 4 Stufen der Kompetenzentwicklung. Fangen wir mal ganz unten an. Unten haben wir die bewusste Inkompetenz, darüber die bewusste Inkompetenz, dann die bewusste Kompetenz und dann die unbewusste Kompetenz. Das klingt erstmal kompliziert, also nochmal langsam. Ich bin ganz unten. Unbewusste Inkompetenz. Ich kann etwas nicht und weiß nicht, dass ich es nicht kann. Unbewusste Inkompetenz. Ich weiß, dass ich etwas nicht kann. Bewusste Kompetenz. Ich kann es und bin mir dessen bewusst, beziehungsweise konzentriere mich, um es abrufen zu können. Und unbewusste Kompetenz, ich kann etwas, bin mir dessen aber gar nicht bewusst, dass ich es kann, beziehungsweise kann es automatisiert abrufen. Das Ganze können wir an einem kleinen Beispiel durchführen, das wir alle, fast alle, erlebt haben. Nehmen wir das Thema Autofahren. Unbewusste Inkompetenz bedeutet, ich kann kein Auto fahren und ich bin mir dessen auch gar nicht bewusst, dass ich es nicht kann. Dieser Zustand hörte bei mir spätestens im Alter von 4 oder 5 Jahren auf. Da bin ich meinem Vater damals auf den Senkel gegangen: Papa, ich will Auto fahren. Er versuchte mir zu erklären, dass ich das noch nicht kann. Das heißt, ich wurde mir dessen bewusst, dass ich Autofahren nicht kann bzw. nicht darf. Das heißt, dann verbrachte ich noch viele Jahre meines Lebens in dem Bewusstsein, Autofahren nicht zu können. Irgendwann lernte ich Autofahren, Sie vielleicht auch, und Sie erinnern sich, wie das war. Das erste Mal am Steuer und wie kompliziert das war mit der Gangschaltung, mit der Kupplung, dann kam noch plötzlich der Scheibenwischer dazu, irgendwie einparken und blinken. Also wie kompliziert beim ersten Mal sich viele Routinen anfühlten. Ich sage natürlich bewusst nicht in der ersten Fahrstunde, weil der eine oder andere hat es ja vielleicht vorher schon geübt. Denken Sie also nicht an die Fahrstunde, sondern an Ihr erstes Mal am Lenkrad. Also, das heißt, wir sind dann eben eine Weile in dieser bewussten Kompetenz. Wir sind Auto gefahren und haben uns dabei sehr konzentriert. Ja, sind Sie heute mit dem Auto gekommen und freuen Sie sich, dass Sie es geschafft haben? Wenn ja, dann sind Sie noch ungefähr hier bei der bewussten Kompetenz. Wenn Sie dabei über andere Dinge nachgedacht haben, Sie haben natürlich nicht telefoniert, aber über andere Dinge nachgedacht haben, dann sind Sie beim Thema Autofahren im Bereich unbewusste Kompetenz. Sie können es und Sie können dabei aber im Prinzip auch andere Dinge tun oder über andere Dinge nachdenken zumindest. Das heißt, Sie spulen das automatisiert ab. Ein ganz spannendes Modell. Also, wie können wir dieses Thema auf das Thema Mentoring noch weiter übertragen? Wie komme ich von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten Inkompetenz? Feedback. Ja, irgendjemand gibt mir das Feedback oder ich beobachte etwas bei jemandem anderen, zum Beispiel bei meinem Mentor, und sehe, dass da jemand etwas kann, was ich noch nicht kann. Ja, und das triggert mich, dass ich mich darüber ärgere zum Beispiel. Und das wiederum triggert, also dass ich mir dessen bewusst bin, das triggert einen anderen Prozess, nämlich ich fange an zu fragen, wie kann ich, ja, oder wie mache ich das? Und wenn ich das dann die Information habe, also die bewusste Kompetenz erlangt habe, dass ich im Prinzip weiß, wie es geht, dann ist die nächste Stufe das Thema Üben und Routine, um es eben in diese unbewusste Kompetenz
weiterzuentwickeln. Und wenn wir uns diese Pyramide anschauen, was ganz besonders spannend ist, ich weiß nicht, ob es Ihnen direkt auffällt, diese 3 Prozesse, Feedback, Frage und Üben und Routine, wie unterschiedlich diese Lernprozesse sind. Also Feedback ist ein komplett anderer Prozess als die aktive Frage. Und das wiederum ist ein vollständig anderer Prozess als das Üben. Und das sich immer wieder zu vergegenwärtigen, wenn wir uns quasi persönlich weiterentwickeln wollen, in sämtlichen Themen unseres Lebens, von der unbewussten Inkompetenz, ich weiß gar nicht, dass ich es nicht kann, bis ich mache es automatisiert, dann ist es nicht ein Prozess, den wir brauchen, sondern quasi mindestens 3 vollständig unterschiedliche Prozesse. Und dieses Modell können wir uns immer wieder vergegenwärtigen, wenn wir schauen, wo sind wir gerade eigentlich? Ja, wo sind wir gerade in dem Prozess und welcher Prozess ist jetzt sozusagen gefragt, um dann auf die jeweils nächste Stufe zu kommen. Und je schneller wir natürlich diese Pyramide von unten nach oben durchspielen können bei den vielen Themen unseres Lebens, desto schneller entwickeln wir uns eben persönlich weiter. Ein schönes Ergänzungsmodell ist das Johari-Fenster. Sie kennen es vielleicht, aber hier noch einmal kurz. Es gibt in dem Johari-Fenster 4 Quadranten. Es gibt es gibt erstmal die beiden Achsen, anderen unbekannt, anderen bekannt, mir unbekannt. Der Quadrant mir unbekannt und anderen unbekannt ist einfach Unbekanntes. Das ist zum Beispiel mein aktueller Blutdruck, den weiß ich nicht, den wissen Sie auch nicht, also nicht den von mir jedenfalls. Das heißt, es ist einfach Unbekanntes und davon gibt es eine ganze Menge. Dann gibt es Dinge, die sind mir bekannt und anderen aber über mich unbekannt. Was ich heute gegessen habe oder vielleicht andere Dinge, die ich heute getan habe, das weiß ich. Sie wissen es nicht. Das ist mein Geheimnis. Zum Beispiel, ja, also das sind Dinge, die nur ich über mich weiß. Ein Geheimnis klingt etwas zu viel, wenn es aufs Essen, aber Sie verstehen, was ich meine. Dann gibt es das Thema, also das heißt, ich habe die Möglichkeit, Dinge preiszugeben. Ich kann Ihnen Dinge über mich erzählen und dann wissen Sie es auch. Das heißt, dann sind es Dinge, die sowohl mir bekannt sind, als auch anderen über mich bekannt sind. Dann wird es meine öffentliche Person. Das ist vielleicht jetzt gerade mein Outfit. Das heißt, ich weiß es noch, was für einen Schal ich heute umgelegt habe. Sie können es sehen, das ist sozusagen öffentliche Person. Und deswegen ist das Modell aber an sich spannend, gibt es Dinge, die Sie über mich wissen, ich über mich aber nicht weiß. Ja, es könnte zum Beispiel sein, dass ich eine bestimmte Gestik oder Mimik tue, dessen ich mir gar nicht bewusst bin, Sie aber schon. Sie nehmen etwas wahr, dessen ich mir gar nicht bewusst bin. Und das ist spannend, denn das sind meine persönlichen blinden Flecken. Und diese wiederum, bei diesen habe ich nur die Chance, sie zu erfahren, wenn Sie mir diese mitteilen. Also, ich bin auf Feedback angewiesen und zum Beispiel natürlich durch meinen Mentor. Und das bedeutet, wenn wir eben an die 4 Stufen der Kompetenzentwicklung denken, um von der untersten Stufe eben auf die 2. Stufe zu kommen, brauche ich eben dieses Feedback um die blinden Flecken. Also wir haben im Prinzip einen anderen Begriff für diese unbewusste Inkompetenz. Ja, die könnte man im Johari-Fenster auch synonym legen mit blinde Flecken. Und weil ich diesen Begriff der blinden Flecken auch sehr, sehr praktisch finde, deswegen habe ich Ihnen das Modell eben auch noch mal kurz gezeigt. Und spannend, also wir sehen, wie viele und verschiedene Lernprozesse es erstmal gibt, Feedback, Fragestellen, Üben, um uns eben weiterzuentwickeln und wie wertvoll so ein Mentoring eben deswegen auch ist. Im folgenden Abschnitt geht es um die Frage Unterforderung versus Überforderung. Sie kennen vielleicht das Modell von Mihaly Csikszentmihalyi. Wenn Sie sich das einmal anschauen, wir haben hier 2 Achsen. Wir haben die Achse der Anforderung einer Aufgabe und wir haben hier die Achse, die
Y-Achse das Leistungsniveau. Und wir sehen quasi das Verhältnis zur Anforderung und Leistungsniveau. Wir sehen, wenn die Anforderung zu niedrig ist, ist die Leistung niedrig. Also der Mensch, die Person ist inaktiv oder zurückgelehnt. Wenn die Anforderung genau richtig ist, ist das Leistungsniveau am höchsten und das Leistungsniveau sinkt wiederum, wenn die Anforderung zu hoch ist. Und die Person würde zuerst ängstlich und mit dann zunehmender Anforderung irgendwann panisch reagieren. Das Modell ist insofern spannend, weil wir oft erstmal vom Prinzip her denken, Steigerung der Anforderung ist gut, weil da wachsen wir über uns selbst hinaus. Das stimmt nur teilweise. Ja? Es gibt einfach ein zu viel und dann wachsen wir auch nicht mehr, sondern wir gehen in einen Überlebensmodus. Also wenn wir in einer Anforderung, die wesentlich zu hoch ist, dann setzt ein Schutzreflex ein. Hoffentlich merkt keiner, dass ich es nicht kann. Also es setzen komplett andere Prozesse ein und keine Lernprozesse mehr. Also eben ein Schutzmechanismus, bis hin zu irgendwie Überlebensmechanismus. Ja? Das heißt, da wird der Mensch einfach komplett unproduktiv bis irrational, und zwar jeder von uns zuerst. Es sei denn, man lernt natürlich bestimmte Techniken, damit umzugehen. Wenn wir uns dieses Modell einmal anschauen, dann die Frage an Sie: Woran erkennen Sie Unterforderung und woran erkennen Sie Überforderung? Also, wenn Sie sich einmal kurz quasi pausieren und einmal eine kleine Tabelle, Unterforderung, Überforderung auf dem Papier, woran würden Sie Unterforderung erkennen und woran Überforderung? Also gerne kurz Pause drücken, bevor Sie weiterklicken. Also, was viele überrascht, ich habe das jetzt natürlich bewusst von dem Wording ein bisschen angepasst, aber vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen. Unterforderung, die Person ist gelangweilt, ist also passiv. Die Überforderung, Person wird reserviert, aber auch eben passiv. Unterforderung bedeutet schlechte Performance, mehr Fehler. Überforderung bedeutet schlechte Performance, mehr Fehler. Unterforderung, Person ist geistesabwesend, nicht präsent, und Überforderung, geistesabwesend, nicht präsent. Was diese kleine Tabelle zeigen kann, dass Unterforderung und Überforderung von außen sehr, sehr schwer zu unterscheiden sind. Wir liegen mit unserer Einschätzung oft daneben. Wir denken, wenn wir jemanden, ich sag mal, passiv desinteressiert, es ist schon eine Wertung, wahrnehmen, dass diese Person die Aufgabe nicht ernst nimmt, sich nicht richtig reinhängt oder vielleicht den Wert, den Sinn nicht verstanden haben. Und wenn wir glauben, dass jemand einfach das nicht ganz ernst nimmt oder nicht ganz verstanden hat, wie wichtig es ist, dann reagieren wir ja damit, dass wir die Wichtigkeit nochmal unterstreichen. Ja, also es ist absolut wichtig, dass du hier keinen Fehler machst, sonst passiert etwas. Das macht auch Sinn, wenn jemand, ich sag mal, eher unterfordert ist, dann ist es eine Möglichkeit, die Anforderung zu erhöhen, indem man die Wichtigkeit zum Beispiel betont, ja, oder die Konsequenz. Wenn aber jemand schon im ängstlichen Bereich ist und wir dieselbe Methode verwenden, dann kann es leicht passieren, dass wir jemanden von ängstlich in Richtung panisch bewegen. Dieses Modell soll also deswegen einfach auf eine Sache sensibilisieren. Wenn ich mit meiner Einschätzung falsch liege, ob die Person unterfordert oder überfordert ist, dann kann ich mit meiner Reaktion gravierende Folgen auslösen. Und eine Person, die sowieso schon ängstlich ist, jetzt aber nochmal eine Schippe draufgelegt bekommt und in die Panikzone gerät, die wird mir nicht mehr anvertrauen, dass sie nicht genau weiß, wie es geht. Oder vor allen Dingen jüngere Leute werden es nicht. Manche lernen es im Laufe des Lebens, mit diesem Modus sehr gut umzugehen. Aber gehen wir mal nicht von dem Fall aus, weil es nicht der Regelfall ist. Dann ist es so, dass ich mit diesem, das ist total wichtig, eben
das Leistungsniveau noch deutlich senke dieser Person, weil die Person nicht mehr im Leistungsmodus, sondern im Überlebensmodus ist. Also hoffentlich merkt keiner, dass ich das nicht kann und nicht mehr, wie kann ich es denn noch schaffen oder was kann ich lernen, was kann ich erreichen und so weiter. Was kann ich natürlich grundsätzlich tun? Ich sag mal, wir haben ja es in der Regel mit den Mentees zu tun, die eher leistungsorientiert sind, bei den meisten Mentorings zumindest. Das heißt, wir werden sehr viel häufiger auf der rechten Seite der Kurve sein als auf der linken Seite der Kurve. Und einfach dieses, was kann ich tun, wenn jemand schon relativ weit rechts ist? Natürlich Salamitaktik, Ziel zerlegen in kleine Zwischenschritte, Angst rausnehmen. Da werden wir auch gleich nochmal einen kleinen Impuls dazu haben. Wichtig an diesem Modell ist einfach, nicht der ersten Intuition, der ersten Einschätzung sozusagen zu vertrauen. Jemand nimmt das vielleicht nicht ganz ernst, hat die Wichtigkeit nicht verstanden, weil die erste Reaktion auf diese Einschätzung sehr, sehr destruktiv sein kann und eine Fehleinschätzung einfach wirklich hier stark negative Konsequenzen haben kann für die betroffene Person. Eine Frage, in Grün schreiben wir übrigens immer Fragen, die Sie als Formulierung genauso verwenden können. Das heißt, Sie können Ihren Mentee, um zum Beispiel herauszufinden, wo steht mein Mentee, fragen, was gelingt dir gut und was fällt dir noch schwer. Diese Frage werden wir uns nochmal anschauen. Aber hier schon mal diese Frage, was gelingt dir gut, was fällt dir noch schwer, um eben relativ schnell herauszufinden, wo steht mein Mentee. Und zwar nicht nur insgesamt, sondern Unterforderung und Überforderung kann sich auf einzelne Aspekte. Stellen Sie sich vor, ich halte einen Vortrag, Reden fällt mir leicht, Fachliches fällt mir leicht, aber die Zielgruppe ist für mich schwierig, weil es ein politisches Thema ist, was mich überfordert. Zum Beispiel. Ja, das heißt, ich habe bei Überforderung und Unterforderung selten ein gesamtes Thema, sondern es gibt einzelne Teilaspekte eines Themas, die mich unter- oder überfordern können. Und deswegen diese Frage, die quasi das zerlegt in beide Teile, was gelingt dir gut und was fällt dir schwer. Ja, Thema Weitergabe von Informationen. Also, Sie sind Mentor. Und Sie haben natürlich eine ganze Menge an Erfahrungswissen, aber natürlich auch einfach Wissen. Ja? Und auch wenn Sie versuchen werden, Ihren Mentee elegant durch Fragen zur Erkenntnis zu leisten, werden Sie ab und zu einfach mal einen praktischen Tipp weitergeben wollen oder einfach mal eine ganz spannende Info, die Sie selbst als sehr, sehr, sehr wertvoll empfinden und natürlich Ihrem Mentee nicht vorenthalten wollen. Das ist ein spannendes Thema für sich genommen. Um dieses Thema uns gerade mal zu erobern, ein kleines Spiel. Nehmen wir einmal an, ich könnte Ihnen mitteilen, aus vertrauensvoller wie zuverlässiger Quelle, diese Daten sind noch nicht bekannt gegeben, Sie erfahren es also als einer der allerersten. Der Automobilmarkt in China ist letztes Jahr um 3% gewachsen. Jetzt die Frage an Sie. Was tun Sie mit dieser Info? Wenn ich diese Frage in größeren Runden stelle, dann bekomme ich folgende Antworten typischerweise. Aktien kaufen, Aktien sofort verkaufen und nix. In China ist ein Sack Reis umgefallen, das wird mich jetzt ungefähr genauso begeistern. Das sind natürlich alles Antwortoptionen. Und spannend ist jetzt, erste Frage, was wissen Sie bereits über die Wachstumsrate in China, der chinesischen Wirtschaft in den letzten Jahren? Wenn ich diese Frage in den Raum stelle, dann kommen relativ schnell, die waren doch ungefähr mal so um die 12%, sind aber weniger geworden und dann jetzt so um die 6-7% oder so. Die zweite Frage, was wissen Sie über den Automobilmarkt in China? Also
wie schätzen Sie grob die Bedeutung des Automobilmarktes fürs gesamte Wirtschaftswachstum in China ein? Und dann kommt, dass es tendenziell, also als Antwort tendenziell überdurchschnittlich. Also wenn das Wirtschaftswachstum bei 6-7% liegt, dann wird der Automobilmarkt eher etwas drüber liegen. Also es ist jedenfalls ein wachsender Markt in China. Also wenn dann die Teilnehmer sich die Zahl der 3% anschauen, dann sind sich dann plötzlich alle einig, dass es eine kleine Zahl ist. Also angenommen, der Automobilmarkt wäre wirklich um 3% gewachsen, falls Sie das jetzt geglaubt haben, nein, ich habe die Zahl einfach frei erfunden, einfach nur, um ein kleines Beispiel zu geben. Also angenommen, der wäre wirklich um 3% gewachsen, wäre das tendenziell eine kleine Zahl. Spannend ist das deswegen, weil der erste Impuls für viele Menschen, gerade wenn sie nicht im Automobilsektor bereits aktiv sind, Wachstum erstmal nach was Positivem klingt. Also ich würde sofort in Aktien investieren. Und wenn ich das dann aber mein Wissen abrufe, das ich bereits habe, also ich habe bis jetzt keine zusätzliche Info gegeben. Ich habe Ihnen nichts gesagt darüber, sondern einfach lediglich gefragt, was wissen Sie über? Dann können wir mit einem allgemeinen Wissen sagen, okay, 3% ist wahrscheinlich ein eher schwaches Wachstum. Was ist das Prinzip, was wir hier verwenden? Ja, wir haben ja quasi wir haben eine Reaktion, also ich habe eine beliebige Info geliefert, 3% Wachstum Automobilmarkt in China. Das ist für die meisten Menschen, und deswegen nehme ich das Beispiel erstmal ganz weit weg. Deswegen reagieren die Menschen zum Beispiel auf den Begriff Wachstum. Ja? Und woran liegt das? Oder manche Menschen sagen, das ist mir doch egal, ja? Sackreis in China und so weiter. Das Prinzip, mit dem wir es hier zu tun haben, neues Wissen wird immer mit bereits vorhandenem Wissen verknüpft. Das heißt, wenn ich zum Thema Automobilmarkt in China jetzt nicht ein Vorwissen habe, vielleicht haben Sie das, ja, wenn ich kein Vorwissen habe, dann ist diese Information eben wie in China fällt ein Sack Reis um. Das geht hier rein, da raus. Das heißt, obwohl Sie als Mentor wissen, wie wertvoll diese Information ist, kann es sein, dass es bei Ihrem Mentee diese Information aber komplett nichts auslöst. Also Sack Reis. Nicht, weil Ihr Mentee das Vorwissen, was es braucht, nicht hat, sondern weil es nicht aktiviert ist. Ja, also hier ist ein kleiner Eichenbaum auf der rechten Seite. Je weniger Fläche nach außen wir haben sozusagen, desto weniger neue Information kann andocken. Hier links ist ein alter Eichenbaum, das heißt, der hat eben nachher, wenn er Blätter hat, eine sehr viel größere Oberfläche und so weiter. Das heißt, je mehr Oberfläche wir haben an Vorwissen, desto leichter können wir neues Wissen verknüpfen. Und diese Oberflächen muss aber nicht nur vorhanden sein, sondern wir müssen sie auch aktivieren. Und aktivieren tun wir sie nicht, indem wir noch weitere Infos dazu geben. Also zum Beispiel übrigens Wirtschaftswachstum in China, weil ein Sackreis wird nicht dadurch aufgelöst, dass man einen zweiten Sackreis dazustellt, sondern viel, viel effektiver, indem man nachfragt. Also, was wissen Sie bereits über oder was weißt du bereits über? Anstatt noch mehr Informationen zu liefern. Wenn ich dieses Prinzip vorstelle in den Trainings, dann kommt ganz oft, aber so viel Zeit habe ich doch gar nicht. Und das ist natürlich korrekt. Also wir haben natürlich nicht immer so viel Zeit, eben nachzufragen, was wissen Sie über und so weiter. Deswegen ist die erste Frage, falls Sie sich erinnern können, die erste Frage, die ich Ihnen gestellt habe, war, was tun Sie mit dieser Information? Und diese Frage können Sie Ihrem Mentee gegenüber auch verwenden. Ja, Sie geben Ihrem Mentee eine Info, die Sie persönlich für wertvoll halten, und dann fragen Sie einfach nur kurz, was tun Sie mit dieser Information? Und an der Antwort sehen Sie bereits, passt, ja, Information richtig eingeordnet,
Ergebnis, also Handlung stimmt, oder der Mentee interpretiert die Information gegenteilig von dem, was Sie sagen wollten. Sie sagen 3% Wachstum, Sie meinen schlechtes Ergebnis. Der Mentee hört Wachstum und läuft los und kauft Aktien. Ja, und das checken Sie, indem Sie sagen, was tun Sie mit dieser Information. Oder der Mentee tut einfach gar nichts, weil er einfach nicht einordnen kann, die Relevanz in diesem Moment. Also was tun Sie mit dieser Information, checken Sie das und dann, anstatt dann weitere Informationen zuzuliefern, also weitere Säckereis, eben fragen, was wissen Sie über. Dann aktivieren Sie das Wissen und können vielleicht nur noch ganz gezielt kleine Infos reinsteuern und so sorgen Sie viel, viel gezielter dazu, wenn Sie Informationen weitergeben, Impulse und so weiter, die wertvoll sein können, nicht entweder falsch eingeordnet werden, also im Sinne von dem, wie Sie es gemeint haben, oder komplett gar nicht eingeordnet werden können. Und diese Methode können Sie nutzen, um schnell und sehr gezielt das eben überprüfen zu können. Also, bis gleich im nächsten Modul.